Daraufhin bekam ich weniger Spritzen. Und eines Tages nahm ich gar keine Tabletten mehr, bekam auch keine Spritzen mehr. Und das Korsett, das ich täglich trug, ich legte es mir morgens an und abends wieder ab. Also eines Tages sagte ich mir, jetzt werde ich es heute mal weglassen. Mal sehen, was passiert. Und auf einmal brauchte ich kein Korsett mehr und auch keine Spritzen oder Tabletten. Bueno, desde 1997 padecí. Seit 1997 litt ich an Bandscheibenvorfällen. Die Schmerzen waren schrecklich, fürchterlich. Ich habe verschiedene Therapien gemacht, nicht nur in Kliniken, Krankenhäusern, Druckkammer, Thermalbäder, Akupunktur, Heilpraktiker, Heiler. Ich ging zu allem hin, was die Leute mir empfahlen. Nun ja, die Schmerzen, die ich hatte, waren furchtbar. Ich brauchte ständig Schmerzmittel. Wenn ich einen dieser schrecklichen Schmerzanfälle hatte, mussten die Ärzte mir Neurobion zusammen mit Voltaren geben. Also nicht entweder das eine oder das andere, sondern beide gleichzeitig. Der Pfleger, der manchmal kam und mir 4 oder 5 Tage lang Spritzen gab, sogar der Pfleger wollte mir keine höhere Dosis geben, weil er fürchtete, dass ich Organschäden davontragen könnte. So stark waren die Medikamente. Wenn diese Schmerzen kamen, musste ich ihm beim Hinsetzen helfen. Es war eine sehr schwierige Situation für die Familie. Aber wir suchten Hilfe. Ärzte, Heiler, Therapeuten und alles. Alle haben gesagt, dass er praktisch unheilbar sei. Im Verlauf dieser 9 Jahre stellten die Ärzte aufgrund der Röntgenaufnahmen und Magnetresonanzen fest, dass ich mehrere Bandscheibenvorfälle hatte. Das heißt, an 3 verschiedenen Stellen der Wirbelsäule hatte ich Bandscheibenvorfälle. Als die Anfälle kamen, waren sie so stark, dass ich mich krümmte, dass ich tagelang nur in gebückter Haltung bleiben konnte, weil es so weh tat. Ich fühlte einen schrecklichen Schmerz, vom Nacken die Wirbelsäule entlang. Und ich fühlte, wie die Muskeln sich zusammenzogen. Es geht um eine Mehretage-Wirbelsäule-Veränderung in den Bereichen L2 bis S1, das heißt im Lendenbereich bis zum Steißbein. Diese Veränderungen sind eindeutig mit Verengung der sogenannten Foramina, sogenannte Stenosis foraminal, die Ursache oder die Schmerzen, ganz schwierige Schmerzen verursachen. Im Jahre 2003 ging ich nach San Borja und erfuhr von Bruno Gröning und der Heilung auf geistigem Weg. Er war auf Reisen und als er zurück war, habe ich es ihm erzählt. Und er antwortete, dass ich ihn nicht mit so etwas belästigen solle. Ich sagte ihr, nein, komm mir nicht mit so komischen Sachen. Ich dachte, dass eine Heilung auf geistigem Wege unmöglich sei. Für mich war das in diesem Moment völlig absurd. Nein, ich hörte nicht auf sie und sagte ihr, kommt mir nicht mit sowas. Ich glaubte blind an die Ärzte und die Schulmedizin. Das war im Juni 2003. Ich litt weiter bis Ende 2003, das ganze Jahr 2004 und im Jahr 2005 kam ein Tag, da konnte ich die Schmerzen nicht mehr ertragen. Mir standen die Tränen in den Augen und ich sagte zu meiner Frau Betty, komm, setz dich mit dem Freundeskreis in Verbindung, lass uns das mal anschauen. Wo muss ich hingehen? Ich halte es nicht mehr aus. Und dann fuhren wir doch zu Herrn Arturo Valdés. Ich brachte ihn zuerst mit dem Auto und dann hat er immer mehr Vertrauen bekommen. Dann ist er alleine gegangen und war viel glücklicher. Er hatte nicht mehr so viele Schmerzen. Daraufhin bekam ich weniger Spritzen. Und eines Tages nahm ich gar keine Tabletten mehr, bekam auch keine Spritzen mehr. Und das Korsett, das ich täglich trug, ich legte es mir morgens an und abends wieder ab. Also eines Tages sagte ich mir, jetzt werde ich es heute mal weglassen. Mal sehen, was passiert.
Und auf einmal brauchte ich kein Korsett mehr und auch keine Spritzen oder Tabletten. Danach gab es einen Vortrag im Oktober 2006 in Lima. Und einige Tage vorher erhielt ich die Röntgenaufnahmen. Der Arzt hat sie angeschaut und mit den vorhergehenden verglichen und konnte es nicht glauben. Er schaute sich die Aufnahme nochmals an und sagte: Freund, du bist geheilt. Das ist unglaublich. Einige Tage später lernte ich Dr. Jorge Castañeda kennen und er sagte das Gleiche. Er war erstaunt über dieses Wunder, das Gott in meinem Körper getan hatte. Die Heilung von Herrn Cabeza, den ich übrigens auch persönlich kenne, ist für mich faszinierend, dass jemand nach so vielen Jahren Schmerzen praktisch in eine sehr schnelle Zeit, ja, dass die Beschwerden verschwinden sind, ist faszinierend und medizinisch nicht zu erklären.